Mein Name ist Christian Hartl und ich bin Exportkontrolleur. Heute möchte ich Sie in den nächsten großen Teil der Exportkontrolle einführen, und zwar in die Güterlisten. In diesem ersten Teil der Serie Güterlisten in der Exportkontrolle geht es um das Thema, was sind Güterlisten und wofür werden sie benötigt. Hierzu eine kleine Agenda für das heutige Video. Erstens, was sind Güterlisten und was ist deren Grundlage? Zweitens, warum müssen Güter klassifiziert werden? Drittens, welche Arten von Güterlisten gibt es? Viertens, was ist der Unterschied zwischen den Listen vom Zoll und der Exportkontrolle? Und fünftens, die wichtigsten Listen aus der EU, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Amerika. Beginnen wir damit, was Güterlisten in der Exportkontrolle sind. Also, Güterlisten sind nationale und internationale Verzeichnisse, in denen Güter aufgelistet sind. Die hierin gelisteten Güter unterliegen Auflagen und Beschränkungen für die Handhabung und den Handel. Die Grundlagen für die Güterlisten liefern Gesetze und Verordnungen. In der EU ist dies die EU Dual-Use-Verordnung 2021/821. In Deutschland das Außenwirtschaftsgesetz mit Verordnung, das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie die politischen Grundsätze der Bundesregierung. In Österreich das Außenwirtschaftsgesetz mit Verordnung, das Kriegsmaterialgesetz mit Verordnung und das Sicherheitskontrollgesetz mit natürlich Verordnung. In der Schweiz das Güterkontrollgesetz mit Verordnung, das Kriegsmaterialgesetz mit Verordnung und die Safeguards-Verordnung. In den USA die International Traffic in Arms Regulations und die Export Administration Regulations. Das sind natürlich nicht alle gesetzlichen Grundlagen in diesen Ländern. Weitere Grundlagen finden Sie in der Videobeschreibung. Eine weitere wichtige Grundlage für die Güterlisten sind die internationalen Exportkontrollregime. Diese Exportkontrollregime definieren unter anderem, welche Güter beispielsweise im Anhang 1 der EU Dual-Use-Verordnung erfasst werden. Aber welche Regime gibt es und was ist deren Zuständigkeit? Nun, es gibt 4 Hauptregime und das sind zum einen das WA, also das Wassenaar Arrangement. Deren Zuständigkeit sind konventionelle Waffen und doppelt verwendungsfähige Güter und Technologien. Derzeit hat dieses Regime 42 Mitgliedstaaten. Weiter gibt es die NSG, die Nuclear Supplier Group, zuständig für die Nichtverbreitung von Kernwaffen und für nukleare und nuklear verwandte Exporte, derzeit mit 48 Mitgliedstaaten. Dann gibt es das MTCR, das ist das Missile Technology Control Regime und ist zuständig für die Trägersysteme, die alle Arten von Massenvernichtungswaffen, also ABC-Waffen, tragen können, derzeit mit 35 Mitgliedstaaten. Und abschließend gibt es noch die AG, also die Australian Group. Diese ist zuständig dafür, dass die Exporte nicht zur Entwicklung von chemischen oder biologischen Waffen beitragen, also die Kontrolle von chemischen und biologischen Gütern, derzeit mit 42 Mitgliedstaaten plus die EU. In diesen Regimen wird erarbeitet, welche Güter gelistet werden, also sie definieren unter anderem die technischen Parameter. Aus diesen Definitionen setzen sich dann unter anderem der Anhang 1 der EU Dual-Use-Verordnung zusammen. Auch haben einzelne Länder die Möglichkeit, noch zusätzliche Güter zu kontrollieren, beispielsweise in zusätzlichen Listen. Nachdem nun die Grundlagen geklärt sind, kommen wir zum zweiten Punkt. Warum müssen Güter klassifiziert werden? Die Herleitung finden Sie in der Definition der Exportkontrolle. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Export- oder Trade Control ist ein Rechtsinstrument, das sich auf den sicherheitspolitischen, relevanten, grenzüberschreitenden Austausch von Waren und Dienstleistungen konzentriert. Sie beschränkt den Außenwirtschaftsverkehr auf nationaler und internationaler Ebene, um die Sicherheitsinteressen zu gewährleisten und das friedliche Zusammenleben der Völker zu sichern. Mit dem Ziel, die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Verhinderung der unkontrollierten Verbreitung konventioneller Rüstungsgüter und der Terrorismusprävention durch wirtschaftliche Isolierung. Mehr Informationen zu Was ist Exportkontrolle finden Sie in meinem ersten Video, Was ist Exportkontrolle? Und um die genannten Ziele zu erfüllen, dienen unter anderem Güterlisten, da hier definiert ist, welche Güter welchen Auflagen unterliegen. Und das ist auch der Grund einer Klassifizierung. Das Wissen, wie ein Gut klassifiziert ist, um daraus abzuleiten, welche Auflagen dieses Gut unterliegt.
Kommen wir nun zum dritten Punkt. Welche Arten von Güterlisten gibt es denn? Grundlegend unterscheidet man zwischen zwei Arten von Güterlisten, den technischen und den juristischen Güterlisten. Technische Güterlisten sind Güterlisten, die ein Gut technisch beschreiben, wie im Anhang 1 der EU Dual-Use-Güterverordnung. Beispielsweise bestimmte Kugellager. In der EU Dual-Use-Güterverordnung Anhang 1 ist ein solches Kugellager wie eingeblendet beschrieben. Ich zitiere: 2a 001 Wälzlager und Lagersysteme wie folgt und Bestandteile hierfür. A. Kugel- und Rollenlager mit allen vom Hersteller spezifizierten Toleranzen gemäß ISO 492 Klasse 4 oder vergleichbaren nationalen Normen oder besser und bei denen sowohl Ringe als auch Wälzkörper ISO 5593 aus Monellmetall oder Beryllium sind. Wie Sie sehen, ist dies eine sehr technische Beschreibung. Und wenn ein Gut diese technischen Parameter erfüllt, ist es gelistet. Und wie sieht es nun bei juristischen Beschreibungen aus? Hier beispielsweise die GKV, also die Güterkontrollverordnung der Schweiz, Anhang 3, Liste der besonderen militärischen Güter. Ich zitiere: ML10 Luftfahrzeuge, Luftfahrtgeräte nach dem Prinzip leichter als Luft, unbemannte Luftfahrzeuge, UAV, Triebwerke, Luftfahrzeugausrüstung, Zusatzausrüstung und Bestandteile wie folgt besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke. A. Bemannte Luftfahrzeuge und Luftfahrtgeräte nach dem Prinzip leichter als Luft sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür. Wie Sie sehen, gibt es hier meist keine technischen Parameter, sondern nur in Anführungsstrichen eine Definition wie besonders konstruiert für militärische Zwecke. Soviel zu den zwei Arten von Güterlisten, die es gibt, also die technischen und die juristischen Güterlisten. Kommen wir zum vierten Punkt. Was ist der Unterschied zwischen der Liste vom Zoll und der von der Exportkontrolle? In der Liste vom Zoll finden Sie unter anderem die Zolltarifnummer, den HS-Code, die Warentarifnummer, die Tarek und so weiter. Diese Liste ist Teil des UZK, also des Union-Zollkodex. Aber was ist nun der Unterschied dieser beiden Listen? Sie unterscheiden sich zum einen im Listenaufbau und zum anderen in deren Inhalt. Beispielsweise beinhalten Exportkontrollgüterlisten auch nicht physische Güter wie Technologie und Software. Beispielsweise Software und Technologie, die elektronisch übertragen und übermittelt wird. Ein weiterer Unterschied ist, dass eine Tarifierung innerhalb der Zollliste immer mit Kosten verbunden ist, also den abzuführenden Zoll. Das ist bei einer Exportkontrollklassifizierung nicht der Fall. Soviel nun zu den Unterschieden zwischen der Zoll- und der Exportkontrollliste. Kommen wir nun zum letzten Punkt der Agenda, die wichtigsten Listen aus der EU, Deutschland, Österreich, Schweiz und Amerika. In der EU ist dies der Anhang 1 der EU Dual-Use-Verordnung. Das ist die Dual-Use-Güterliste der EU. Der Anhang 4 der EU Dual-Use-Verordnung ist eine zusätzliche Dual-Use-Güterliste der EU, diese wird jedoch auf nationaler Ebene kontrolliert. Und die Common Military List. Das ist die gemeinsame Militärgüterliste der EU. Diese drei Listen der EU gelten in allen EU-Staaten gleichermaßen. In Deutschland gibt es zusätzlich noch den Teil 1a, das ist die deutsche Rüstungsgüterliste. Den Teil 1b, hier finden Sie die zusätzlichen Dual-Use-Güter aus deutscher Sicht. Und die KW-Liste, das ist die deutsche Kriegswaffenliste. In Österreich gibt es als eigene Liste nur eine Auflistung von Kriegsmaterialien in der Kriegsmaterialverordnung. Ansonsten werden ausschließlich die Listen der EU verwendet. Die Schweizer Listen sind der Anhang 2 der GKV, das ist die Dual-Use-Güterliste. Der Anhang 3 der GKV ist die Liste der besonderen militärischen Güter. Und der Anhang 1 der KMV ist die Kriegsmaterialliste. Und die Listen aus Amerika sind die CCL, das ist die Commerce Control List und dies ist die Dual-Use-Güterliste der USA. Und die USML, das ist die United States Munitions List, also die Rüstungsgüterliste der USA. Natürlich gibt es noch die eine oder andere Liste mehr, aber die von mir genannten Listen sind aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten. Fassen wir das Ganze nochmals zusammen. Erstens, was sind Güterlisten und was ist deren Grundlage?
Güterlisten sind nationale und internationale Verzeichnisse, in denen Güter aufgelistet sind. Die hierin gelisteten Güter unterliegen Auflagen und Beschränkungen für die Handhabung und deren Handel. Die Grundlagen hierfür liefern Gesetze und Verordnungen wie die EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821, das AWG, das Sicherheitskontrollgesetz aus Österreich, das GKG aus der Schweiz und die ITA aus den USA. Sowie die internationalen Kontrollregime, also das Wassenaar Arrangement, das Missile Technology Control Regime, die Australian Group und die Nuclear Supplier Group. Zweitens, warum muss klassifiziert werden? Die Begründung hierzu finden Sie in der Herleitung und der Definition der Exportkontrolle. Die Export- oder Trade Control ist ein Rechtsinstrument, das sich auf den sicherheitspolitischen, relevanten, grenzüberschreitenden Austausch von Waren und Dienstleistungen konzentriert. Drittens, welche Arten von Güterlisten gibt es? Es gibt die technische und es gibt die juristische Güterlisten. Viertens, was ist der Unterschied zwischen der Liste vom Zoll und der von der Exportkontrolle? Der Hauptunterschied ist der Aufbau der Listen und zusätzlich beinhaltet die Exportkontrollgüterliste auch noch nicht physische Güter wie Technologie und Software. Und zuletzt die wichtigsten Listen, wie der Anhang 1 der EU-Dual-Use-Verordnung, der Teil 1a aus Deutschland, die CCL aus der USA und noch einige weitere. Soviel nun zum ersten Teil der Serie Güterlisten in der Exportkontrolle. Im nächsten Video werde ich auf den Anhang 1 der EU-Dual-Use-Verordnung eingehen, sie erklären und Ihnen zeigen, wie klassifiziert werden kann. Es freut mich, dass Sie weiterhin Interesse an der Exportkontrolle haben. Wir sehen uns und bis bald, Ihr Christian Hartl.